Heute zeige ich euch, wie man eine Anschubstange für den Rollstuhl baut. Zuerst zeige ich euch, welche Vorteile die Stange hat, dann erkläre ich kurz, für welche Stühle die Stange geeignet ist und dann gebe ich euch noch eine kurze Anleitung, was man benötigt, um sie zu Hause ganz einfach nachzubauen. Hallo und herzlich willkommen. Meine Freundin und ich, wir sind dieses Jahr im Mai den Jakobsweg gelaufen. Und da ich von vornherein schon wusste, dass sie mich da ganz viel anschieben muss, habe ich mir überlegt, wie kann ich ihr denn dabei helfen? Weil meine normalen Griffe sind leider sehr weit unten. Was bedeutet, dass sie sich immer weit nach vorne beugen muss. Und mir war schon von vornherein klar, das würde so nicht funktionieren. Ich habe mich also auf die Suche gemacht und habe ganz viel im Internet recherchiert und geschaut, was gibt es denn für Möglichkeiten, eine Schiebehilfe am Rollstuhl zu montieren, die gleichzeitig leicht abmontierbar ist und die stabil genug ist, um sie auch wirklich in den richtigen Berg hochzuschieben. Ich bin dabei leider nicht wirklich auf eine gute Lösung gestoßen und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach meine eigene Lösung. Ich habe dann geschaut, was könnte man denn so machen, was kann man denn am Rollstuhl gut fixieren und bin dabei auf Lenkervorbauten gestoßen. Die macht man eigentlich vorne ans Fahrrad dran. Hier vorne kommt normalerweise der Lenker rein. Und mit diesen Lenkervorbauten kann man auch eine Stange am Rollstuhl montieren. Ich habe mir also hier eine normale Metallstange geholt, habe daran verschiedene Lenkervorbauten gemacht. Einmal hier vorne für den Lenker, einmal hier, um das hinten am Rückenrohr beim Rollstuhl festzumachen. Und hier unten kommt eigentlich auch nochmal ein Lenkervorbau hin. Der wird dann unten am Rollstuhl montiert und das Ganze kann dann so eingesteckt werden. Am Ende muss man immer hier vorne bei den Schrauben quasi alles abmontieren, die auf den Rollstuhl draufsetzen und das Ganze nochmal fertig montieren. Das zeige ich aber gleich nochmal. Ein großer Vorteil meiner Schiebestange ist, dass sie ganz leicht an- und wieder abmontierbar ist. Man muss einfach nur diese 4 Schrauben entweder reinmontieren oder wieder ablösen und schon kann man die Stange vom Rollstuhl wegnehmen. Auf der anderen Seite ist die Stange super stabil und man kann damit wirklich, wir sind Berge hochgefahren damit, ich wurde da so viel mit angeschoben, das war gar kein Problem. Was brauchen wir nun, um das Ganze zu bauen? Also, als allererstes brauchen wir eine Aluminiumstange. Ich habe mir damals dummerweise eine Aluminiumstange geholt, die hatte 29,5 mm Durchmesser. Diese Vorbauten haben allerdings alle einen Innendurchmesser von 28,6. Heißt, ich bin mit dem Dremel reingegangen, ich habe das erst aufgebogen, habe dann mit dem Dremel das Ganze nochmal nachgefeilt und das war ein Riesenaufwand. Was ich danach gesehen habe, es gibt auch Stangen mit einem Durchmesser von 28 mm. Das heißt, das sind 0,6 mm, die fehlen. Ich denke, das sollte soweit passen. Wenn das nicht passt, würde ich einfach ein bisschen Sprühlack nehmen, da drüber gehen und dann würde man auf die richtige Breite kommen. Als nächstes, wir haben unsere Stangen. Dann brauchen wir natürlich Lenkervorbauten. Die erste Lenkervorbauten, klar, oben für den Lenker. Hier habe ich ein bisschen eine längere genommen. Die habe ich genommen, damit ich den Winkel ausgleichen kann, weil wir haben ja auch einen gewissen Winkel, in dem das Ganze montiert ist und die Lenkerstange sollte möglichst nah am Körper montiert sein, aber nicht so, dass wir drankommen, wenn wir uns bewegen. So, wir haben diesen Lenkervorbau, dann kommt dieser Lenkervorbau. Hier habe ich den nochmal. Also, den habe ich mir geholt, der ist eigentlich aus dem BMX-Bereich und er hat vorne wirklich einen ganz kleinen Durchmesser oder relativ klein halt für den Lenker. Und mit diesem Lenkerverbau kann ich das Ganze hinten an mein Rückenrohr montieren. Und dann brauche ich noch einen etwas längeren, um das Ganze unten an meiner Mittelachse zu montieren. Wenn ich Glück habe, habe ich hinten schon eine Achsverlängerung, zum Beispiel fürs Handbikefahren. Und dann ist es auch möglich, sogenannte Gerüstschellen daran zu montieren. Das muss man sich so vorstellen. Es gibt 2 Gerüstschellen, die andere würde quasi hier an der anderen Seite daran sein.
und die kann man auch am Rollstuhl befestigen. Die sind etwas leichter, um das Ganze zu montieren und festzumachen. Eventuell wäre es auch möglich, das obere Stück mit so einer Gerüststelle zu ersetzen. Was natürlich ganz wichtig ist, ist unser Lenker. Und zwar, ich habe mir einen Lenker bestellt und dazu diese dazugehörigen Griffe. Ich habe diese Griffe erstmal komplett, soweit es ging, über den Lenker drüber geschoben und habe mir dann das, was übersteht, mit einer Metallsäge abgesägt und dann hier, da sind immer auch so Verschlüsse mit dabei, habe ich das Ganze dann nochmal fertig gemacht. Das ist wichtig, weil wenn der Lenker zu breit ist, nehmt ihr alles mit dem Rollstuhl mit, weil der Lenker einfach nochmal ein ganzes Stück breiter ist als euer Rollstuhl. Hier seht ihr jetzt ein paar Bilder von der Jakobswegreise, um mal zu sehen, wie denn diese Stange in Action aussieht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob ihr das Ganze benutzen konntet oder ob ihr das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen abgewandelt habt, was es für neue Ideen gibt. Schreibt mir das bitte in die Kommentare.